Kurze Freude, bei der Union gar keine Freude. Bei Leonie von Randow bzw. bei der SPD, du stehst vor dem Willy-Brandt-Haus. Das war wirklich ein Desaster für die ganze Ampelregierung, vor allem aber für die SPD, die ja mit dem Bundeskanzler für sich geworben hat. Was bedeutet das also ganz konkret für Olaf Scholz, der sich bisher ja nicht mal geäußert hat? Schönen guten Morgen. Ja, mit dem lächelnden Kanzler auf den Wahlplakaten hat die SPD das historisch schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten bei bundesweiten Wahlen für sich eingeholt. Und das ist schon wirklich eine deutliche, eine ganz klare Schlappe für den Bundeskanzler persönlich. Er gilt ja manchen als unbelehrbar und trotzdem muss man, glaube ich, sagen, er muss sich jetzt die Frage stellen, welche Verantwortung er persönlich da übernehmen muss. Dorothea hat es eben schon gesagt, aus der Union kommen ja jetzt Forderungen nach einem Politikwechsel, nach einem Kurswechsel oder sogar nach Neuwahlen. Neuwahlen wird es nicht geben. Ich glaube, das ist klar. Daran hat niemand ein Interesse, als allerletztes der Kanzler selbst, denn bei Neuwahlen würde die Ampel sicherlich nicht wiedergewählt werden, Stand heute. Aber ein Kurswechsel, der muss tatsächlich her, wenn man ein ähnliches Debakel bei der Bundestagswahl 2025 vermeiden möchte. Viele Wählerinnen und Wähler der SPD haben den Eindruck, dass die klassisch sozialdemokratischen Themen in den Hintergrund gerückt sind und dass eben so wichtige Themen wie Migration oder eine Wirtschaftswende nicht ernsthaft angegangen werden. Und das hat sie eben die SPD ganz deutlich spüren lassen jetzt bei dieser Wahl. Der Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel zum Beispiel, der sagt auch ganz klar, das sei eine schallende Ohrfeige für die Ampel. Und er sagt auch, die Bürger sind durch mit der Ampel. Und das Ganze, das wird den Bundeskanzler vor eine große Herausforderung stellen in den kommenden Wochen. Denn auch seine Koalitionspartner von FDP und Grünen haben ja sehr schwach abgeschnitten und an Stimmen verloren. Und in den kommenden Wochen wird ja der Haushalt verhandelt, wo es sowieso schon zu großen Problemen kommen wird. Und die werden jetzt nur schwieriger, wenn alle drei Ampelparteien weiter versuchen, an Profil zu gewinnen. Ja, Profilgewinn einerseits. Du hast gerade das Stichwort angesprochen, Haushalt steht vor der Tür. Unversöhnlich steht man sich eigentlich gegenüber. Wie soll denn da ein gemeinsam überhaupt noch gehen? Mag man sich nicht wirklich vorstellen können. Ja, immer mehr Koalitionäre halten das inzwischen für völlig unmöglich, dass das überhaupt noch klappen kann, dass man einen Haushalt auf die Beine stellt, ohne die Schuldenbremse auszusetzen oder aber ein Sondervermögen zu beschließen. Beides möchte die FDP ja eigentlich. Und man muss auch das noch mal sagen, auch die FDP muss weiter an Profil gewinnen. Sie konnte zwar sich unter den drei Ampelparteien noch am ehesten behaupten, hat nur leicht gegenüber der EU-Wahl 2019 verloren, aber trotzdem steht ja auch sie in Umfragen insgesamt schlecht da und schwächelt. Und jetzt wird es natürlich spannend, ob die drei Parteien irgendwie hier einen Kompromiss finden. Denn die SPD wird jetzt erst recht darauf bestehen, ihre für sie so wichtigen Posten, Stichwort Bürgergeld, Rente und so weiter, durchzubringen und dass eben nicht am Sozialetat gespart wird. Die Grünen, die ja als ganz großer Verlierer unter den Ampelparteien aus dieser EU-Wahl hervorgegangen sind, die werden jetzt auch noch mal darum kämpfen müssen, ihre Positionen durchzubringen, auch bei den so schwierigen Haushaltsverhandlungen. Insofern, das ist eine sehr, sehr vertrackte Situation. Für den Kanzler, für Olaf Scholz, steht heute aber erstmal sozusagen Business as usual auf dem Programm. Er hat einen Staatsbesuch, er hat den Präsidenten aus Chile zu Gast. Aber man kann sich sicher sein, im Hintergrund wird hier hinter mir im Willy-Brandt-Haus die Fehleranalyse betrieben. Und man wird sich bemühen, eben auch die Ampel wieder auf Kurs zu bringen. Leonie, für den Moment Dankeschön vors Willy-Brandt-Haus.